Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich das Schloss in Merseburg und hinter diesen alten historischen Mauern verbergen sich wirklich interessante Geschichten. Zuerst geht es in die Steinzeit und dann später noch in die Kaiserzeit unter Otto dem Großen. Lasst euch überraschen und ich würde sagen, los geht's. Auf einer Anhöhe über den Fluss Saale thront der imposante Schlossberg von Merseburg. Die reizvolle Anlage umfasst das Schloss Merseburg sowie den Dom St. Johannes und Laurentius. Dieser geschichtsträchtige Ort ist bereits seit über 7000 Jahren besiedelt und befestigt. Im frühen Mittelalter war Merseburg Teil eines Burgensystems an der Ostgrenze des Fränkischen Reiches. Der spätere König Heinrich I. erlangte hier umfangreiche Besitzungen. Grund dafür war die Vermählung mit der Merseburger Grafentochter Hadeburg. Merseburg entwickelte sich zu einer bedeutenden Königspfalz. Im Jahr 968 gründete Otto der Große hier ein Bistum. Mitte des 13. Jahrhunderts wurde ein neues bischöfliches Haus auf der Nordseite des Domes errichtet. Nach und nach wuchsen Dom und Schloss zu einem beeindruckenden Bauensemble zusammen. Das einstige Bischofsschloss war später sächsische Herzogsresidenz und diente dann der preußischen Verwaltung. In der Mitte des Ostflügels, in der Nähe des Neptunbrunnens, hat sich im Kellerbereich das älteste bischöfliche Haus erhalten. Durch Anbauten an den Kernbau und an den Dom ist die beeindruckende Hofanlage entstanden. Schon ab 1466 ließ der baufreudige Bischof Thilo von Trotha ein Torhaus mit Durchgang errichten. Um 1530 wurde der Nordflügel des Schlosses angesetzt. Vorher befand sich dort wahrscheinlich ein freistehendes Küchengebäude. Der Nordflügel, Thilos Erweiterungsanbau mit seinem spätgotischen Vorhangbogenfenstern, ist durch ein Bischofswappen von 1489 zeitlich gut einzuordnen. Man sieht noch die alten Fenstergewände, denn der Erweiterungsanbau reichte nur bis zur Mitte des Nordflügels. Von 1605 bis 1608 erfolgte ein Umbau der Anlage unter Herzog Johann Georg I. Die Obergeschosse des westlichen Nordflügels wurden erneuert. Der Dresdner Baumeister Melchior Brenner passte seine Vorhangbogenfenster denen der Thilo-Zeit behutsam an. Das große Figurenportal und den prächtigen Erker ließ er farbig gestalten. Wir gehen nun in den von Bischof Thilo von Trotha erbauten nördlichen Schlosstrakt. Am Mittelpfeiler prangt das Wappen Thilos von Trotha. Der Rabe mit dem Ring im Schnabel zusammen mit dem Kreuz des Merseburger Hochstifts. Jeweils 2 geschnitzte Knackenfiguren, darunter Moses und Jonas, sind seitlich des Mittelpfeilers zu sehen. Der Rabensage nach vermisste der Bischof seinen Siegelring und beschuldigte seinen Diener Johann. Er wurde mit dem Tod bestraft, obwohl er seine Unschuld beschwor. Später fand man den Ring in einem Rabennest wieder. Der Bischof gelobte in Zukunft keine unüberlegten Entscheidungen mehr zu treffen. Daran sollte ihn fortan ein Rabe erinnern, der in einem Käfig gehalten wird. Im 17. und 18. Jahrhundert wurde dieser Raum für Amtseinführungen genutzt und auch als Speisesaal, welches ebenfalls belegt ist. Wir betreten nun die Keller im Nordflügel.
Ursprünglich war Bischof Thilos Nordflügel nicht unterkellert. Die heutigen Kellerräume ließen die Bischöfe Sigismund von Lindenau und Michael Helding-Sidonius im 16. Jahrhundert anlegen. Die Altsteinzeit ist die Epoche der Jäger und Sammler. Sie war geprägt von der Auseinandersetzung mit dem Klima, der natürlichen Umwelt und der damit verbundenen Notwendigkeit, sich immer neuen Herausforderungen anzupassen. Zu den ältesten Spuren menschlicher Anwesenheit in Mitteldeutschland zählen die etwa 350.000 Jahre alten Feuersteinartefakte. Seit 1915 wurden aus den Schottern der Saale-Terrasse in großer Zahl Werkzeuge der frühesten Menschenart geborgen. Eine Klimaerwärmung am Ende der letzten Eiszeit, der Weichsel-Eiszeit, führte vor etwa 11.000 Jahren zu einer Veränderung der Lebensbedingungen. Ergiebige Nahrungsquellen waren in der Mittelsteinzeit die dichten Wälder mit Rothirsch, Reh und Wildschwein sowie fischreiche Gewässer und eine artenreiche Vogel- und Pflanzenwelt. Aus dieser Zeit sind in Sachsen-Anhalt auch erste Bestattungen bekannt, wie das 1934 entdeckte Frauengrab von Bad Dürrenberg. Dabei handelt es sich vermutlich um das Grab einer Schamanin. Darauf weisen die Zusammensetzungen der zahlreichen Beigaben hin. Die 25- bis 35-jährige Frau wurde vor etwa 9.000 Jahren gemeinsam mit einem Säugling beigesetzt. Im heutigen Mitteldeutschland vollzog sich der Wandel zu Pflanzenanbau und Viehhaltung vor mehr als 7.000 Jahren. Zu dieser Zeit kamen erste bäuerliche Gemeinschaften aus dem südosteuropäischen Donauraum nach Mitteleuropa. Sie brachten die sesshafte, ortsgebundene Lebensweise mit. Den Menschen gelang es zunehmend, seine Nahrungsquellen selbst zu erzeugen, die Natur zum eigenen Nutzen umzugestalten und dadurch unabhängiger von ihr zu werden. Mit dem Auftreten der Bandkeramik seit der Mitte des 5. Jahrtausends vor Christus veränderte sich die wirtschaftliche Grundlage der damals lebenden Menschen in Mitteleuropa entscheidend. Ackerbau und Viehzucht, Töpfer- und Textilhandwerk bestimmten die Wirtschafts- und Lebensweise der Sippen- und Großfamilien. Die Gewinnung von Bronze, einer Kupferzinnlegierung, bestimmte in Europa seit ca. 1800 v. Chr. Die weitere ökonomische und gesellschaftliche Entwicklung. Die handwerkliche Herstellung von Werkzeugen, Waffen und Schmuck aus Bronze und die Entwicklung des Handels mit Rohstoffen und Endprodukten führte zu einer Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse und zur weiteren Strukturierung der Lebensgemeinschaften. Schon zum Ende der Jungsteinzeit kamen in Gräbern vereinzelt kleine Gegenstände aus Kupfer oder Gold vor. Eine Grundlage für den Reichtum war zu dieser Zeit der Handel mit Salz. Dieser wurde durch die begehrten Salzvorkommen ermöglicht. Spezielle Gerätschaften aus Ton zur Salzgewinnung und Salzportionierung sind besonders zahlreich nachgewiesen. Die vorrömische Eisenzeit gliedert sich in die Hallstattzeit und die Latènezeit.
Das Merseburger Gebiet wurde von der hallstattzeitlichen Hausurnenkultur ca. 700 bis 400 v. Chr. Und in der jüngeren Besiedlungsphase von der germanischen Jastorfkultur vom Norden sowie der keltischen Latenekultur vom Süden beeinflusst. Die Verhüttung von Eisenerz seit dem 8. Jahrhundert v. Chr. Ermöglichte die Herstellung besserer Waffen und Geräte im Schmiedeverfahren. Seit der Zeitenwende bestimmten Beziehungen zwischen Germanen und Römern die Entwicklung in Mitteldeutschland. Mit dem Einfall der Hunnen und der Bewegung germanischer und anderer Stämme wurde die Völkerwanderungszeit ca. ab 375 ausgelöst. Hier liegen die Wurzeln der Ausprägung von Stämmen, deren Namen auch heute noch gebräuchlich sind. Die Bevölkerung des Merseburger Gebietes gehörte dem Machtbereich der Thüringer bis zu dessen Niedergang im Jahre 531 an. Danach geriet das Gebiet unter fränkischen Einfluss. Nach der Zerschlagung des Thüringer Reiches 531 durch die Franken wurden weite Gebiete östlich der Saale und der germanischen Bevölkerung aufgegeben. Seit dem 6. und 7. Jahrhundert sicherten sich slawische Stämme diese Siedlungsräume. Neben Ackerbau und Viehhaltung bildete ein hochentwickeltes Handwerk die ökonomische Grundlage der Slawen. Ende des 8. Jahrhunderts nach Christus fand die durch archäologische Funde belegte Besiedlung unseres Raumes den frühesten schriftlichen Niederschlag im Hersfelder Zehnverzeichnis. Dem Missionskloster Hersfeld waren die zahlreichen Burgen und Orte des sogenannten Friesenfeldes rund um Querfurt und Merseburg zu Abgaben verpflichtet. Ein wichtiges Zeugnis der Heidenmission ist das sogenannte fränkische Taufgelöbnis. Es wurde um 820 im Kloster Fulda niedergeschrieben und ist als Handschrift im Merseburger Domstift erhalten. Das fränkische Taufgelöbnis gibt einen teilweise in althochdeutscher Sprache übersetzten lateinischen Dialog mit dem Priester wieder. Darin schwört der Täufling den heidnischen Gottheiten ab und bekennt seinen christlichen Glauben. In derselben Handschrift haben sich die Merseburger Zaubersprüche erhalten. Über diese berühmten Verse ist mehr im Merseburger Dom zu erfahren. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt ganz spannende Details über die Geschichte von Merseburg erfahren. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.